Bei meiner im Bau befindlichen Modellbahnanlage soll an dieser Stelle eine Gleiswende entstehen, die den unteren Schattenbahnhof mit dem oberen verbinden und dabei einen Höhenunterschied von 20 cm überwinden soll. Da ich vorbildnah lange Züge von teilweise über 4 Metern einsetzen möchte, ist mir eine möglichst geringe Steigung wichtig. Deshalb habe ich die erste halbe Windung mit einem Radius von 62 cm geplant. Das ist in der K-Gleis-Geometrie von Marklin auf 5. Die restlichen Gleiswände verläuft dann mit einem Radius von 55 cm, dem auf 4 Kreis. Wobei der mögliche Radius in einer Gleiswende, gerade einer Heimanlage, zumeist ein Kompromiss unter der Berücksichtigung von Platzbedarf und Zugänglichkeit sein dürfte. Da mein Gleiswände von innen zugänglich bleiben soll, habe ich diese recht großzügig ausführen können. Um die Steigung im Anstieg so gering wie möglich zu halten, könnte man die Gleiswände per Zwischengeraden zu einem Oval erweitern oder zumindest das ansteigende Gleis außen verlaufen lassen. Aber das war beides in diesem Fall nicht möglich. Hier im Plan sieht man auch noch die Kehre, die verhindert, dass alle Züge, die in den oberen Schattenbahnhof einfahren sollen, erst einmal noch ein Stockwerk tiefer durch den unteren SBF fahren müssen. Neben der Länge der Gleise ist der zweite Aspekt, der die Steigung in einer Gleiswende bestimmt, der Abstand zwischen den unterschiedlichen Gleisebenen. Üblicherweise baue ich meine Trassen aus 10 mm starken Pappelsparholzplatten. Auf diese kommt als Schallschutz 4 mm dicke Korktapete. Da ich unter die Übergänge der einzelnen Trassenbretter als Stabilisierung ein weiteres kleines Trassenbrett schraube und das K-Gleis selber auch noch einmal knapp 6 mm hoch ist, komme ich in Bereichen, wo es nicht auf die Stärke des Trassenaufbaus ankommt, auf 30 mm. Möchte man mit einem solchen Trassenbau eine Gleiswende bauen, bräuchte man selbst ohne Oberleitungsbetrieb einen Abstand von mindestens 9 cm zwischen den einzelnen Ebenen, da ohne Oberleitung ein freier Raum von 59 mm zwischen der Schienenoberkante und der oberen Trassenebene empfohlen wird. Beim Einsatz von Gleisreinigungswagen von Lux, egal ob Staubsauger oder Schienenschleifwagen, bleibt in diesem Fall, nach meiner Messung, gerade einmal 1 mm Luft. Weniger Lichtraumprofil sollte es also wirklich nicht sein. Allerdings möchte ich auf meiner zweigleisigen Hauptbahn auch gerne Elektrolokomotiven und diese auch mit scheinbar angelegten Stromabnehmer einsetzen. Dabei habe ich geplant, die Stromabnehmer 1 bis 2 mm unterhalb des Fahrdrahts zu fixieren. Ob das am Ende mit einer dünnen Schnur, einem Draht oder gar mit Sekundengeleber erfolgt, weiß ich momentan noch nicht. Irgendwie werde ich sie aber hoffentlich schon auf der richtigen Höhe halten können. Mit Oberleitung wird der Platzbedarf also noch einmal 10 mm größer. Und das, obwohl ich die Stromabnehmer nicht einmal voll ausfahren lassen möchte. Um in der Gleiswende den Abstand zwischen den Gleisebenen zu minimieren, verwende ich hier lediglich 2 mm dünne Korktapete. Zudem verleime ich 2 4 mm starke Pappelsparholzplatten immer abwechselnd übereinander, sodass ein quasi unendlich langes, 8 mm dickes Trassenbrett entsteht, das keine Verstärkung an irgendwelchen Übergängen auch benötigt. Damit sinkt der minimale Abstand zwischen zwei Gleisebenen auf gerade einmal 85 mm, wobei ich mit einem mittleren Abstand von 90 mm plane und dann beim Bau penibel darauf achte, dass die 85 mm nicht unterschritten werden, weil sonst natürlich ein Stromabnehmer irgendwo hängen bleiben und abgerissen werden könnte. Bei meiner Gleiswende komme ich mit diesen Planungsprämissen auf eine Gleislänge von 8,4 Meter. Dies ergibt eine mittlere Steigung von 2,4%. Da ich die Steigung zu Beginn und Ende etwas abgeflacht habe, komme ich in der Gleiswende selbst bei dem 90 mm Abstand zwischen den beiden Ebenen laut Windreck auf 2,6% Steigung. Mit dieser individuellen Planung muss ich leider natürlich auf kommerziell erhältliche Lösungen verzichten, die zwar professionelle Holzbearbeitung, aber weder die maximale Flexibilität noch wegen der zumeist unterlegten Brettchen für die Übergänge die minimale Höhe des Trassenaufbaus eines Selbstbaus bieten. Deshalb habe ich die Gleiswände selbst mit zwei wechselseitig übereinander verleimten 4 mm Sparholzplatten hergestellt, mit 2 mm Korktapete als Schallschutz beklebt und schlussendlich eine transparente Absturzsicherung angebracht. Nur habe ich es leider nicht gefilmt, aber es war sicher ein lustiger Anblick, wie ich alleine meine Gleiswände mit rund 1,50 m Durchmesser als ganzes Teil eingehoben, auf den Holzstützen ausgerichtet und dann festgeschraubt habe. Letztendlich habe ich mich gegen den Einsatz von Gewindestangen entschieden. Mit diesen wäre sicherlich eine bessere Feinjustage der Steigung in einer Gleiswende möglich. Wegen meiner großen Radien hätte ich aber wohl mindestens eine Abstützung alle 45 Grad benötigt. Also 16 Gewindestangen und 16 Durchführungen für eben diese.
Mit meinen sich ändernden Radien und teilweise überschneidenden Trassen hat mich das, ehrlich gesagt, bei der Planung überfordert. Darum habe ich die Trassen einfach mit Holzleisten abgestützt. Bei lediglich 1,5 Windungen ist das auch noch gut möglich. Und die Feinjustage kann mit Hilfe untergelegter Kartonstreifen ebenfalls leicht und ausreichend genau durchgeführt werden. Ganz perfekt und homogen habe ich die Steigung allerdings wohl nicht hinbekommen. Laut der Wasserwaage hätte es ganz gut passen sollen. Wenn man sich das Fahrverhalten der Zuggarnituren anschaut, habe ich jedoch das Gefühl, dass es flachere und steilere Abschnitte gibt und es in der Spitze einige zehnte Steigungen mehr als die 2,6% sein dürften. Inwiefern das die Fähigkeit langer Güterzüge beschränkt, die Gleiswände zu bezwingen, werden die weiteren Testfahrten zeigen. Heute möchte ich jedoch schon einmal mit einem Wendezug die Probefahrten beginnen. 3 Silberdingen, geschoben von einer Baureihe 23, gebührt die Ehre, die Gleiswände zum ersten Mal in Angriff zu nehmen. Falls euch mein Vorhaben gefällt und ihr gerne mehr von meiner in der Entstehung befindlichen Modellbahnanlage sehen wollt, so schaut euch gerne auch die anderen Bauvideos in der hier verlinkten Playliste an. Bis dann!